Heute ist ein guter Tag, denn ich habe die Ehre, neben einer echten Legende des Vespa-Customizings zu sitzen, nämlich neben Markus Pfeil. Und ihr seht eine neue Folge von Most Sexiest Vespa and Lambretta Workshops. Wie ihr seht, sitzen wir in einer besonderen Umgebung zwischen sehr schönen, sehr coolen Sammlerautos und natürlich, was nicht fehlen darf, einer Vespa. Und das Ganze, das gehört Markus Pfeil von Pfeil Design. Markus, stell dich doch bitte kurz vor. Ich bin der Markus Pfeil, in der Vergangenheit immer Pfeili genannt worden und machen eigentlich alles ein bisschen mit Beschriftung, Lackierung, aber vor allem Airbrush. Und das Ganze, das hat ja auch schon eine längere Geschichte und diese Geschichte, die ist ja ganz eng mit Vespa und Lambretta verknüpft. Wie hat das Ganze angefangen? Da muss man weit ausholen, ist natürlich damals mit 14, 15 gestartet, nicht gefahren natürlich. Ja, so hat es begonnen mit dem Customizen, mit Spraydosen, mit Isolierbändern, Schriften geklebt und so hat sich das entwickelt, bis ich dann in der Berufsschule meinen ersten Airbrush-Pinsel ausborgen durfte und dann meine erste 50er Vespa geairbrushed habe. Ja. Also das heißt, du hast ja ein ganzes Unternehmen um dieses Airbrushen, Lackieren, Beschriften aufgebaut, aber angefangen hat es wirklich mit der ersten Vespa. Genau so ist es. Also es ist mit Vespa Airbrush hat es begonnen. Für befreundete Bekannte hat man sowas gemacht. Und dann ist es gewachsen, dass das richtig so ein Nebenerwerbsbusiness geworden ist. Wo ich dann einen Hauptberuf als Drucker in einer Siebdruckerei gehabt habe. Und habe nebenbei dann in meiner Freizeit die Vespas geairbrushed und lackiert. Ich habe ja damals natürlich auch noch 800 Kilometer nördlich von hier gelebt, aber natürlich kannte ich deine Roller. Also in den 90ern im deutschsprachigen Raum ein Custom-Roller, der auf sich hielt, der stand immer klein unten Markus Pfeil oder Pfeil Design drauf. Hard working, good looking. Pfeil Design ist drauf gestanden. Echt? Ja, okay. Ganz am Anfang haben wir das gehabt, so Hard working, good looking, Pfeil Design. Also du bist ja auch über die Grenzen bekannt geworden und hast immer mehr Kunden aus der Rollerszene. Das war echt verrückt, das war wie ein Lauffeuer. Jeder wollte vor mir so einen Roller haben. Natürlich haben wir das mitunter befeuert, weil wir auf sämtliche Treffen unterwegs waren. Ja, das ist bis nach England raufgegangen, wo selbst Scootering auf uns aufmerksam geworden ist und unsere Roller präsentiert hat. War cool damals, weil es ja noch kein Internet gegeben hat. Die Zeitschriften, die es damals gab, waren wichtig als Multiplikator. So konnte man erfahren, was in anderen Gegenden passiert. Du hast wahnsinnig viele Roller gemacht und auch bei SIP stehen ja einige rum. Hast dann aber irgendwann auch das ausgeweitet. Also du bist von Rollern auch auf Motorräder gekommen. Das war witzig in der Firma, wo ich als Siebdruck- und Schilderhersteller gearbeitet habe. Hat bei uns ein Kollege gearbeitet, der Peter. Pants Bikes kennt man, glaube ich, ein bisschen in der Szene. Der war eingefleischter Harley-Freak, der jedes Jahr in Daytona auf der Bike Week war. Ja, mit dem bin ich 95 dann das erste Mal nach Daytona auf die Bike Week geflogen. Und da war ich dann infiziert, weil für mich war eigentlich immer so der Gedanke, ich will über den Winter ein paar Roller lackieren und im Sommer, in der Auszeit, würde ich gern tätowieren. Ah, okay. Und bin damals mit dem Penze mit $10.000 nach Amerika geflogen und bin aber dann mit der ersten Harley zurückgekommen. Und das war fast vergleichbar wie mit den Roller. Die erste Harley gemacht für den Penz, mit der haben wir dann in Daytona auf der Bike Week, auf der Red Soul Show, das war dort zu dem Zeitpunkt die bekannteste, größte, bunteste Show. Der hat dann da irgendeinen so einen Award gewonnen für Best Painting und Best European Style. Und das waren halt so Kategorien, die waren schon nicht unwichtig für uns. Dann ist das plötzlich losgegangen. Ja. Wollte ich gerade sagen, also das schlägt ja Wellen, wenn ein Europäer darüber fährt nach Amerika, Daytona, größtes Harley-Treffen der Welt. Ja. Und da einen Preis auf der Custom Show abräumt, das ist, glaube ich, schon ganz weit vorne. War zu dem damaligen Zeitpunkt ein richtiger Pusher, wo wir gesagt haben, Wahnsinn, hey, kommst aus dem kleinen Städtchen Ried da und machst da dein Ding. War schon cool, ja. Aber warst du zu dem Zeitpunkt schon selbstständig mit Pfeil Design oder hast du da noch... Ich habe das Pfeil Design seit 1992 immer als Künstlergewerbeschein angemeldet gehabt, nebenberuflich. Das hat sich halt dann so gepusht und immer mehr und du weißt ja, wenn du
mehr oder weniger erfolgreich bist, einen Spaß an den Job hast, dann gibst du halt Gas und das hat sich so entwickelt. 98, glaube ich, war das, habe ich den Sprung in die 100%ige Selbstständigkeit gewagt. Okay. Und das war sozusagen die Hochzeit deiner Harley Aktivitäten, wo du ganz viele Harleys gebrushed hast und Harleys designt hast. Der Rollermarkt ist ein bisschen zurückgegangen, muss man ganz ehrlich sagen. Das Customizing hat ein wenig abgenommen. Dafür ist dann der Harley-Bereich gekommen. Da haben wir echt eine Zeit gehabt, das war um Millennium, da wo jeder ein Bike lackiert haben wollte. Egal ob das Totenköpfe, nackte Frauen, Flammen, Scallops, verschiedenste Designs. Die Leute waren verrückt. Heute machst du ja noch viel mehr Sachen. Also du machst ja nicht mehr nur Airbrush und Customizing, sondern du hast viel mehr Beine quasi, auf denen deine Firma steht. Was bietest du heute alles an? Also wir haben, um die Entwicklung zu verstehen, war natürlich mein gelernter Beruf riesig vom Vorteil zu einer Zeit, wo man alles mit Hand gemacht hat. Dann hat sich das mit den Vespas zu den Harleys rüber entwickelt und der Harley-Händler hat gesagt, du, ich habe einen Transporter, der braucht halt ein cooles Design. Du, ich habe einen Messestand, der braucht halt ein cooles Design. Kannst du da was einfallen lassen? Habe ich gemacht, habe dann aber parallel meinen damaligen Chef damit beauftragt, die Sachen zum Realisieren in der Firma. Und habe dann irgendwann einmal gemerkt, hey, eigentlich vergebe ich coole Jobs, wo man natürlich auch wirtschaftlich ein Geschäft machen kann. Ja. Und habe mir das dann selber quasi übernommen. Wo ich dann gesagt habe, jetzt beschrifte ich die Busse, jetzt machen wir die Messestände, wir machen die Beschriftungen. Ich brauche da keinen anderen mehr. Also heute weiterhin Customizing, weiterhin Airbrush, aber auch ganz viel Beschriftung. Du kannst auch plotten und drucken an Schriftzügen, lauter solche Geschichten. Aber du hast noch ein weiteres recht interessantes Standbein, was relativ ungewöhnlich ist. Du machst sehr viele Helme. Ja, das hat sich wieder aus der Biker-Szene entwickelt. Und da muss ich ganz klipp und klar sagen, da war der Marcel Hirscher, der österreichische Top-Skifahrer, war da beteiligt. Der hat bei uns also einen Popper-Umbau in Auftrag gegeben zum Lackieren über einen bekannten Händler. Und bei der Abholung sagt er, du, können wir nicht meinen Helm machen? Ja, passt. Und plötzlich ist das wieder wie bei den Vespas und bei den Harleys so auseinandergegangen. Okay. Ja, dann ist das mit den Helmen gekommen. Ja. Heute bedienen wir halt schon echt einen ganz schön großen Teil von internationalen, sehr bekannten Skifahrern, Skispringern, Bobfahrern, Fahrradfahrern, Enduro-Fahrern, Motorsport allgemein. Also heute machen wir richtig viel Helme. Das ist natürlich auch sehr cool, wenn jemand mit dem Namen von Marcel Hirscher reinkommt und seinen Helm haben möchte. Das ist natürlich die beste Werbung, die man haben kann. Und heute ein zu Recht sehr verbreiteten Ruf als Helmdesigner, den du jetzt hast, auch in den ganzen Sportlerkreisen. Definitiv, ja. Wir sitzen hier vor Autos, die ich persönlich halt auch sehr geil finde, nämlich einem Urquattro, einem Porsche 911, interne Bezeichnung 964 meine ich, ja. Und deinem aktuellen Roller von dir und deiner Frau. Genau. Ist das deine private Sammlung auch? Also hast du selber eine Leidenschaft für Autos auch? Definitiv, okay. Also ich bin sehr großer Audi-Fan, das ist für mich nach wie vor noch die Top-Marke. Ich habe echt für mich selber einen Spaß dran. Kann ich sehr gut verstehen. Also gerade wenn ich vor dem hier sitze, das ist natürlich ja, ein Traum, ne? Ein Urquattro. Und diesen ganzen Kubus hier, den hast du aber nicht gebaut, um deine eigenen Autos auszustellen, sondern hier ist direkt eine Straße, die vorbeiführt und du nutzt das auch für deine Kundschaft. Ist das richtig? Genau. Bei uns ist ja ein weiterer Zweig Autofolierungen,
Steinschlagschutzfolierungen und Car-Wrap und die Übergabe findet da in einem geilen Rahmen statt. Ja. Du bist halt in aller Munde und ist ein guter Werbeeffekt. Weißt du? Natürlich, natürlich. Und hier ist noch was ganz Cooles, ne? Pass auf. Also, Herr Feili ist halt nicht nur Auto und Motorrad und Roller verrückt, sondern Schau her. er hat auch noch ein BMX-Rad. Ne? Ich habe 1980 mein erstes BMX-Rad gekriegt, deswegen habe ich da auch eine Affinität dazu. Sehr cooles Teil. Aber jetzt gehen wir los, oder? Los geht's. Sesam, öffne dich. Sehr gut. Jetzt, okay. Das hier sind sozusagen die Hallen von Feil Design. Dein Büro und der Hund. Der Hund darf natürlich auch nicht fehlen. Gleich als erstes hier sehe ich etwas sehr Interessantes, nämlich du hast ein ganzes Buch über deine Arbeit mal herausgebracht. Das ist mehr eigentlich so der Bildband geworden. Den ersten Roller, was ich gehabt habe, das war so ein 50er PK, die haben wir auf Cutdown und Marlboro Design gemacht. Da habe ich leider keine Fotos. Okay. Der Sir Edwin, das war ein 50er S. Das war der zweite Roller von mir, den was ich komplett geairbrushed habe mit meinem ersten Airbrush-Motiv mit der Santa Cruz Hand. Ich glaube, das war Santa Cruz mit der Skateboard-Hand. Ja. Das Cypress Hill hier, oder? Cypress Hill, ja. Die Million Sellers, das war die Future Squadron, das war die MTV, die Nirvana gibt es noch immer. Stephen King. Die Stephen King. Und dann ist es weitergegangen, da haben wir dann schon. Das war ja schon sehr bald eigentlich, ganz zu Beginn, wo wir die beiden Zip-Roller gemacht haben, von Alex und von Ralf. Ich weiß gar nicht, ob die beiden nach dem Lackieren jemals gefahren sind, um ehrlich zu sein. Ah, wenig, glaube ich. Die haben wir jetzt abgedatet vor 2 Jahren, ja. mit heutigen Teilen. Die von Alex, finde ich, die steht noch genau so da, was ich aber eigentlich auch cool finde. Ne? Ja, ich würde die auch gar nicht updaten. Und ist auch zeitlos, weil vom Design her ist die immer noch ganz schön fetzig. Ja, und dann haben wir da die Glorious Bastards gehabt von Zip. Ach, den hast du auch lackiert, den gibt es auch noch bei Zip. Den Nitro. Ja. Und die Glorious Bastard, die war ja schon richtig geil. Also die war vom Design her für Zip ganz besonders damals. Ja. Eine wahnsinnige Abkleberei mit den Streifen. Ich darf gar nicht mehr dran denken, was diese Aktion war damals. Ah, die Lambi war auch cool hier. Ja. Das ist die vom Stoffi. Das war die fährt übrigens wieder. Die stand letztes Jahr auf dem Meltdown. Habe ich was mitgekriegt. Ja. Ja. Sehr schönes Buch. Ja, danke. Und hier sind jetzt eher so deine Kunden aus der heutigen Zeit, weil ich sehe sofort, dass hier Skifahrer dabei sind. Ich schaue halt, dass wir ein bisschen so Autogrammkarten von den Jungs und von den Mädels kriegen. Ja. Einfach um zu zeigen, hey, die haben Helme von uns. Angefangen von einer Tina Weirath, ganz viel Schweizer, Gino und Mauro Cavietzel. Stefanie Venier kennt man, Katharina Linsberger, Marco Odermatt, Michaela Schifrin. Walter Röhrl ist gleich mehrfach drauf. Richard Rawling. Hier JP Krämer. Malmedy, Sydney. Der Hoffmann, Wolfgang Vierig. Und hier geht es sogar in die Formel 1, Sergio Perez und Lance Stroll. Damals für die Geistens haben wir Motorrad lackiert. Viele deutsche Athleten aus dem Motorsport, Michi Ammermüller, Christian Engelhardt oder an Laurin Heinrich, an Clement Schmidt aus der DTM, die was alle Helme von uns kriegen. Ja. Zum Schluss haben wir eigentlich ein ganz cooles Projekt gehabt. Da haben wir für den Fabio Wiebler, für den Extrem Downhiller haben wir die Bikes machen dürfen. Haben wir den Red Bull Helm auch? Genau, da ist alles ein wenig zusammen. Da haben wir die Bikes gemacht mit der, was er die Streifen weggefahren ist. Ja. Der verrückte Typ, ja, die gelben Bikes waren das. Ja. Jetzt natürlich wichtige Frage, was hast du für einen Playboy gemacht? Wir haben eigentlich nie was für einen Playboy gemacht, aber wir haben in der Schweiz so eine Kooperation gehabt mit einer Lackiererei und die haben damals so eine Art Pimp My Ride in der Schweiz veranstaltet. Und die Katharina Kuhlmann, die war genau zeitgleich im Playboy und die war die Moderatorin. Gehen wir weiter in die Halle, wo du wirklich deine Autos beklebst und deine Schilder beklebst. Genau, den Ursprung findet alles da drinnen. Da wo wir im Prinzip die ganzen Grafiken anfertigen, die Vorbereitungen für den Schneideplot und für den Digitaldruck machen. Achso, Moment, Entschuldigung. Ja? Das ist natürlich ganz fürchterlich wichtig. Ne? Also klar, hier fängt schon an mit großen Maschinen, alles sehr professionell, da sind die Computerarbeitsplätze. Aber was ich natürlich bei Feili besonders geil finde, er macht nicht nur
die handwerkliche Arbeit, dass er die Dinge anmalt oder dass er die Schilder bedruckt oder sonst was, sondern er macht auch den kreativen Prozess. Du sitzt am Computer und du designst alles auch selber. Ist das richtig? Also nicht nur ich alleine natürlich. Das Quäntchen Kreativität, was uns wahrscheinlich zum großen Teil vom Mitbewerber unterscheidet, das ist halt bei uns Standard. Wir machen dann da die ganzen Schnitte, Plotter, Drucke und das Ganze wird dann da hinten verklebt und gedruckt und was auch immer. Und da drauf kaschieren wir jetzt unsere Drucke, unsere Schriften, die wir da drinnen drucken. Ja, das musst du uns kurz zeigen. Das ist einfach so ein Riesending. Das ist ein Solvent-Based Printer und der druckt halt da jetzt richtig große Bahnen. Und die Drucke von da können wir dann auf die Plotten, Autos, Fassaden, whatever. Ja, das wäre schon fett. Wie weit ist das? 1,60 Meter ist das breit jetzt da, ja. Also könnte man mich fast in Lebensgröße? Ja. Ich habe fast besser Platz wie du. Das geht halt dann von der normalen Beschriftung bis zur Fahrzeugfolierung, wo dann das Fahrzeug in eine andere Farbe eingekleidet wird. Das ist ja, glaube ich, heutzutage ein sehr großes Ding. Dieses Folieren von Autos, das ist ja auch Wahnsinn, wie die Technik sich weiterentwickelt hat. Ich kann mir das mal gar nicht vorstellen, wie das funktioniert, dass das hier Folie ist. Das sieht ja aus wie lackiert. Also die Folien haben sich natürlich brutalst entwickelt. Die haben jetzt Luftkanäle hinten drinnen, da wo du keine Luftblasen mehr kriegst. Und dann hast du eine homogene Oberfläche und das ist schon ein sehr großes Hilfsmittel. Wie lange braucht ihr, um so ein ganzes Auto zu bekleben? Also so ein Kombi in der Größe jetzt wirst du brauchen mit 2 Leuten rund 2,5 Tage. Wir wollen eigentlich die Autos nicht großartig zerlegen. Ja, was ja auch ein großer Vorteil gegenüber dem Lackieren ist, glaube ich. Beim Lackieren musst du ja alles zerlegen und hier kann man das sozusagen auf die wichtigen Teile beschränken. Ist eigentlich eine coole Sache, weil wenn ich in 2 Jahren die Farbe satt habe, dann nehme ich halt eine andere. Hast zusätzlich einen spitzen Lackschutz dabei, das heißt, du bist gefeit vor kleinen Kratzern, vor Witterungseinflüssen, kleinen Steinschlägen. Und vor allem, du hast mir erzählt, viele machen das ja auch nur als Lackschutz, also transparente Folien, nur um den Lack zu schützen. Sehr viel haben wir drüben jetzt gerade ein cooles Projekt da. Das ist ein limitiertes Fahrzeug, also ein McLaren. Und das ist natürlich cool, wenn du den von vornherein, bevor er auf der Straße bewegt wird, mit Steinschlagschutzfolien beklebst, einfach um den Werterhalt des Fahrzeugs da zu gewährleisten im Prinzip. Ne? Krass, McLaren. Gut, dann schauen wir rüber. Das ist jetzt dann mein Spielplatz, sage ich immer. Das sind deine beiden Söhne? Der Junior, der Jonas und der Lukas, mein Großer. Servus. Der Jonas ist jetzt derjenige, der uns unterstützt mit der ganzen Lackiererei, Helmdesign. Er hat gerade ein cooles Projekt für den Downhiller in Arbeit. Und der Lukas ist für die ganze Grafik und Folierung zuständig. Okay, also komplett Family Business. Kann man sagen, ja. Und ihr macht das freiwillig oder müsst ihr die Miete verdienen? Oder? Beides. Ja, und da haben wir jetzt quasi den ersten Teil der Kreativwerkstatt. Hier sind wir noch in dem Oldschool-Lackierbereich. Also drüben Schilder, Folierung. Genau. Hier wird noch der Lack aufgetragen. Da wird jetzt geairbrushed, gepinstriped, Blatt vergoldet, Blatt versilbert. Da wird die Feinarbeit gemacht. Ja. Zusätzlich zu der ganzen Vorbereitung. Hier sieht man ja zum Beispiel diese Helme. Darf ich einen anfassen? Ja. Oder ist das, also das ist ja hier erstmal eine leere Carbonschale. Ne? Das ist schon relativ hochwertig. So sieht ein Helm aus, bevor er zusammengesetzt ist. Und jetzt kann das Design drauf und dann wird er wieder zusammengebaut. Genau, das sind jetzt leere Schalen für einen DTM-Fahrer. Die werden jetzt auflackiert, die Designs. Dann wird das fix und fertig gemacht. Die Helmschale wird retour nach Italien geschickt und die komplettieren und schicken es zum Fahrer. Das hier sind ja Helme von Rennfahrern oder jedenfalls Rennfahrer-Designs, die du so für die Kunden machst. Genau, das sind alles Helme, die so existieren für Rennfahrer. In dem Fall lackieren wir einfach oft einen Helm dazu. Sonst habe ich wahrscheinlich nie
so Ausstellungsstücke da, weißt. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwann später im Film sehen kann, aber wenn man hier rankommt, näher, das sieht ja wirklich irre aus, wie perfekt diese Qualität hier ist. Ist das Folie oder ist das Das ist lackiert? alles lackiert. Das ist Alles lackiert. lackiert. Jeder Strich ist da lackiert. Das zu lackieren, ich kann mir das mal gar nicht vorstellen, dass das so aussieht. Das sieht aus wie gedruckt. Unglaublich. Da hinten sieht man dann auch das Geschäftsfeld, was du immer noch betreibst, Motorräder. Genau. Motorradtanks. Es gibt nach wie vor die Kundschaften. Hat sich verdünnt, es ist weniger geworden. Ja. Der Harley-Fahrer mag lieber bevorzugt mehr die schwarzen, grauen, schwarz-matten Bikes. Die bunten selber sind weniger geworden. Nichtsdestotrotz haben wir schon noch genug Arbeit damit. Und da haben wir jetzt ein richtig cooles Projekt für einen deutschen Kunden. Das ist ein kleiner Custom-Shop. Da muss ich, glaube ich, den Effekt schnell sagen. Der Tank ist jetzt zwischengeschliffen, sagen wir. Ja. Das heißt, die verschiedenen Schichten mit Metallic Schwarz, Metal Flake Candy Rot und echten Blatt Silber getwistet und gepinstriped ist jetzt so mehr oder weniger in mehreren Schichten klar lackiert worden, dass man jetzt Schleifen haben können. Und jetzt ist er ganz glatt, jetzt kommt nur noch der finale Klarlack drauf. Das Witzige ist, jetzt schaut alles dumpf aus. Und wenn du jetzt hergehst, unterm Lack Naja, wird es dann so das ist ja ausschauen. krass. Schaut einfach jedes Mal witzig aus, der Effekt. Oh ja. Und hier ist auch eine Technik drauf, die ich persönlich ja sehr bewundere, weil ich ja keine ruhigen Hände habe und keine Geduld und sowas. Das ist der Pinstriping hier. Die Konturen sind doch Pinstriping, oder? Genau, die Konturen da dann drauf in Rot um das Blatt Silber sind wirklich Freihand mit dem Pinsel gezogen. Also mit so einem Schlepppinsel, wie ganz früher die Linierungen gemacht worden sind. So halten wir das Handwerk heute noch hoch. Es hat die gewisse Attraktivität des Handgemachten. Aber das kann nur der Meister selber, oder? Das muss alle nur ich herhalten. Okay. Jetzt natürlich wichtige Frage. Ja, Hast du auch noch Roller hier? ja, habe ich auch. Achso, da haben wir eine. Da haben wir auf Lambretta. das was. Ja, du meinst jetzt jobtechnisch? Natürlich. Jobtechnisch. Also wir haben da jetzt gerade, ich glaube zu meinem Wiener Kunde, der hat es in dem M3 vom BMW in dem Gelb-Gold da lackieren lassen. Der kriegt jetzt so einen coolen Double Flame Job mit Grau, Hellgrau, laut Muster. Laut Muster meint er die Schrift da, das Grau von da und das ziehen wir da drüber. Ja. Lenkabdeckung, Kuhflügel vorne und die beiden Seitenbacken. Okay. Kommen immer noch vereinzelt die Jungs mit den Roller. Eine Kleinigkeit muss ich euch noch zeigen. Ne? Hier stehen überall so Surfbretter rum. Und das ist so ein kleiner, so ein Display für die unterschiedlichen Techniken, die du machen kannst, oder? Genau. Wir haben das irgendwann einmal angefangen, ich habe das in Amerika, in meiner Zeit in Amerika habe ich das ein wenig kennengelernt und geliebt, wo ich einfach gesagt habe, ich finde das cool, Surfbrett irgendwo an der Wand oder so, macht was Maritimes, macht was Urlaubstechnisches, finde ich. Und man sieht gleich die enge Beziehung zu Stoffi, ne? Diese alte Freundschaft und dass du früher diese Roller gemacht hast. Denn das da oben, das ist ja das Design, was früher auf den Stoffi-Rollern Genau, das war. Ne? war, ich glaube sogar, dass das hübsch zeitgleich entstanden ist damals, das Brett und die Lambretta. Okay, Ja, sehr schön. definitiv, ja. Ja, und da haben wir jetzt eigentlich die eigentliche Lackiererei. Ja. wo Und hier wir- steht mal eben ein McLaren. Ne? Das ist natürlich Ja. schon ziemlich heißer Scheiß, Ja. weil das ist das Limitiert. Auto, wo du nur eine klare Folie drauf gemacht hast, um den Lack zu schonen. Genau. Ja. Da ist jetzt nur eine transparente XPEL-Folie drauf. Vom Glanz rede ich gar nicht, weil der Glanz ist natürlich ein Wahnsinn mit der Folie. Du machst das ja schon lange, ne? Aber ich würde ja nervös werden, wenn ich so ein teures Auto hier bearbeiten würde. Ja. Aber das ist natürlich irgendwann. Das ist Daily Business. Okay. Früher waren wir schon noch ganz schön, wo wir gesagt haben, boah, heute ist der da, heute ist der da. Das ist schon für uns auch cool, Ja. aber es ist Daily Business. Hat man dann, wenn man so einen McLaren gerade foliert hat man dann noch Lust, eine Vespa zu machen? Ja, definitiv. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ein Vogel hat der und der. Das ist hier die Lackierkabine? Genau, da haben wir die Lackierkabine und da haben wir jetzt gerade ein paar Rollerteile drin. Okay. Für einen ganz bekannten Großhandel. Okay. Ja, eben für SIP. Also, ich glaube, das können wir ja zeigen. Ja. Wenn das Video herauskommt, dann ist der Roller schon fertig und zusammengebaut, Wieder hoffe ich Geschichte zumindest. wahrscheinlich dann. Bitte? Oder? Dann ist der schon wieder Geschichte. Das ist vielleicht schon wieder Geschichte. Wollen wir es kurz angucken? Ja, völlig. Gut.
sicherheitshalber da ein bisschen abkleben. Das ist ja der Rahmen von dem neuen SIP Custom zum 30-jährigen Jubiläum. Genau. Das Design für den Rahmen hast auch du entworfen oder für den ganzen Roller? Genau, haben wir damals, wie das ganze SIP-Team da war, haben wir das ein bisschen besprochen. Das Konzept von der Lackierung war, wir haben natürlich einen wahnsinnigen Materialmix bei der ganzen Materie gehabt. Alle Elemente. So Markus, jetzt hast du uns dein Reich hier gezeigt. Vielen Dank für deine Zeit. Bist du denn noch sehr viel in der Firma heutzutage? Ja, tagtäglich. Liegt aber jetzt nicht an dem Arbeitspensum im Allgemeinen, wenn du das Hobby zum Beruf machst. Ja. Das ist in der heutigen Zeit das Um und Auf, dass ich Spaß an der Arbeit habe. Also es macht ja auch noch Spaß. Ja, schon, richtig. Also das ist mit das Beste, was man über die Arbeit sagen kann, finde ich jedenfalls, wenn es einem noch Spaß macht. Ich muss dazu erklären, ich war ja schon gestern Abend hier in Ried und wir waren zusammen essen. Und nach dem Essen war ich ziemlich müde und kaputt, bin ins Hotel gegangen und habe noch den Rest Champions League geguckt. Und Markus ist in die Firma gefahren und hat noch bis 1 Uhr nachts gearbeitet. Und der Stoffi hat mir erzählt, das ist relativ normal. Du arbeitest immer noch sehr viel, auch sehr spät. Untertags machst du den Chef da drinnen. Du machst Kundenbetreuung, du machst Besprechungen, du triffst dich mit Leuten, du gehst Mittagessen, du machst das, was so ein Chef macht. Aber die Arbeit macht auch halt keiner. Ja. Und das kommt dann am Abend und das taugt mir, wenn ich mir ein bisschen meine Musik eingeben kann, wenn ich alleine in der Firma dastehe, dann bin ich wie ein Roboter. Mir taugt das, bin ich zugegebenerweise garantierter Workaholic, aber im positiven Sinne. Was ich auch wichtig finde zu sehen ist, du hast heutzutage ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Du hast Kunden, die fahren Ferrari und McLaren, die da draußen stehen und gerade bearbeitet werden oder irgendwelche teuren BMWs. Ne? Was ja aber viele Leute nicht sehen, die sehen heute nur, dass da draußen ein Ferrari und McLaren als Kunde steht. Aber was sie nicht sehen, ist, dass du bis 1 Uhr nachts in der Firma bist. Was sie nicht sehen, ist, dass du den kreativen Prozess machst, dass du handwerklich auch Dinge machst, die viele andere nicht können und eine Qualität herstellst. Ne? Wenn ich diese Helme gesehen habe und diese ganzen Brush, die Qualität, die fällt nicht vom Himmel, sondern dafür muss man sich strecken. Da musst du richtig strecken, ja. Aber da kommt jetzt uns zugute, glaube ich, die Langlebigkeit auf dem Markt schon. Also wir sind jetzt mittlerweile 32 Jahre selbstständig. Ja. Und wir sind halt mitgewachsen mit den Ansprüchen, mit den Kunden natürlich. Ja. Wir haben Kunden, die haben wir damals gehabt, die haben wir heute noch, siehe SIP. Ja. Also Markus, ich muss sagen, wo ich das alles hier gesehen habe, Hut ab, hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde die Story dahinter geil, ich finde die Leistung dahinter sehr beachtenswert. Ich finde es auch sehr schön, dass du sagst, es macht dir noch Spaß, auch lange hier zu sein und vor allem das an die nächste Generation weiterzugeben. Sehr geiler Einblick, den wir da genießen durften und ich hoffe, dass du uns auch gerne hier empfangen hast. Auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank. Es war echt wieder eine neue Situation für uns. Ja. Weil natürlich wir im Daily Business, wir gehen so unter mit Action, Stress und alles drum und dran. Ja. Und dann macht man mal fast einen Day off mit euch. Ja. So, wo man mal echt unsere Arbeit zeigen kann. Wie gesagt, wie ihr jetzt da wart, diese Bereicherung für uns, wo wir dann merken, eigentlich, so schlecht haben wir es gar nicht. Ich hoffe, du bleibst der ganzen Sache noch ein bisschen erhalten und bist irgendwann mal wieder auch auf dem Rollertreffen zu sehen. Ja, es ist ja nicht so, dass man das vergisst. Es erlaubt einfach des Öfteren die Zeit nicht mehr, die Bequemlichkeit. Und ehrlich gesagt, unter uns, oft ist auf der Couch auch richtig geil am Wochenende, oder? Ja, es nimmt zu, ich gebe es zu. Ja, es ist so. Ich hoffe, euch hat dieses Video genauso viel Spaß gemacht wie mir und wie Markus. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, Bimmel drücken, Kanal abonnieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Ciao. Habe die Ehre. Prost. Prost. Prost.